Es gibt nirgends diese Kramperl-Tradition, was wir im Gasteinertal leben. Also, das ist eine Gemeinschaft. Für mich ist Kramperlaufen Traditionserhaltung und Pflege definitiv ganz, ganz wichtig. Auch den nächsten Generationen weitergeben. Ja, sicher. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Sowieso. Dass das weitergetragen und weitergelebt wird, das ist ganz, ganz wichtig, muss man wirklich sagen. Es ist ja nichts Böses und nichts Gewalttätiges drin, sondern es ist ein Brauchtum, was einfach wir Gasteiner leben. Und von jung bis alt und weitermachen dürfen. Ich bin da jetzt, glaube ich, weil wir es nicht nachrechnen, aber gefühlt einmal 17, 18 Jahre dabei. Schon als kleiner Bub ist er da herumgerannt. Das ist wichtig, ja. Einen Enkel hast, ob du einen Sohn hast, Tochter, whatever. Wenn die das mitkriegen, dann bist du auch stolz. Du willst da dabei sein, du willst das mitmachen. Ich glaube schon, dass der Lukas ein Vorbild ist für den Josef, der ja auch Krampus ist. Ja, das ist ein totaler Virus. Passen haben wir viel in Gastein. Wir müssen ins goldene Buch reinschauen bei uns, ins Kramperlbuch. Aber es werden schon um die 60 Passen sein, was wir so da haben. Und das dann mit der Wiglitz-Pass, dass er das weitergeführt und die Gruppe übernommen hat und so. Nachbarschaft, wirklich Nachbarschaft, rund um die Wiglitzwiesen sozusagen, gleich bei uns ums Eck im Kurpark. Und die nächste Generation von der Nachbarschaft, da bin ich dann mit reingewachsen. Jetzt Gasteiner Zauberwasser. Immer jung. Was, da kann es weitergehen. Über den Tag werden wir heute noch öfter steigen. Morgen hat schon Angst und Bang. Dann warten wir nicht mehr noch. Auf die Bier. Das ist eine Freundschaft, das ist ein Zusammenkommen von 10 Leuten im Jahr. Das ist ein Miteinander. Da ist jeder für jeden da, da gibt es kein Ich, da gibt es nur uns. Schöne, handgeschnitzte Masken, auserlesene Hörner, was drauf tust, gute Felle mit einer schönen, wo du teilweise 8, 10, 12 Stunden pro Tag laufst. Man geht von Haus zu Haus. Da marschieren 8, 10 Leute in so eine Stube rein. Wenn es sauber ist, was anderes dran. Jeder Wochentag, egal wann das ist. Die sperren auf, ab 5, ab 4 sind die da. Und bis 10, 12. Es ist nicht selbstverständlich von den Einheimischen, dass sie das miteinander pflegen, diesen Brauchtum. Das ist mir schon ganz wichtig, weil wir leben alle. Wir sind alle narrisch. Das Gute ist, man kennt sie alle. Die löschen Brandkump oder whatever. Man weiß ganz genau, was für Masken gegenübersteht beim schönen Rempler. Du freust dich drauf. Es muss nicht immer hart sein. Es muss fair sein. Die Schulter muss brennen. Wenn man nach Bockerstein schaut, das ist eigentlich niedergegangen, nur weil kein Nachwuchs da war. Ja, Oder ob die Alten haben so lange gearbeitet oder so lange gewirkt in den Betrieben, dass die Jungen nicht weggezogen ranlassen. sind. Stehen geblieben und nichts investiert. Und das ist der größte Fehler. Wir haben jedes Jahr was gemacht. Wie soll ein Junger einen Betrieb übernehmen, der so uralt ist? Das ist unmöglich. Das packt er nicht. Wir dürfen auch sicher hinterfragen dann vieles, warum ich das so mache oder wir das so machen wollen oder was ich mir dabei denke oder auch Ängste, Wünsche. Das kommt alles zum Ausdruck. Aber ich glaube, wir haben einen guten Einklang in dem, oder ich habe einfach sehr viel Vertrauen von denen gekriegt. Jetzt auch mit Lux Wohnzimmer, mit dem großen Umbau 21, was wir einfach gemacht haben.
weil die Alten nicht loslassen haben. Und das ist schon ein Genau, Thema, das das war- Loslassen. Dass sie auch merken, die Jugend, und du musst sie arbeiten lassen. Die machen das schon. Dann gehst du diesen hübschen ja, wir sind alle sehr sportlich, gehen gern Skifahren. Leider gibt es nicht mehr so viele Momente, wo wir gemeinsam Skifahren gehen, weil einfach der Zeitfaktor ein wesentliches Thema ist. Entweder die einen hackeln und die anderen können Skifahren. Lukas, sein Papa mit über 80, fährt alle davon. Und es ist schon so, dass wir zumindest ab und an schauen, dass wir im Winter alle gemeinsam einen Tag machen, wo wir unseren Berg treffen, wo wir gemeinsam Skifahren gehen. Und da hat jeder einfach eine gute Zeit, da kann man sich drauf verlassen, dass alle entspannt sind. Man setzt sich dann irgendwie zu einer Hütte zu, wie isst gut, trinkt gut und sitzt im besten Fall in der Sonne. Schau, Josef, da vorne kommen wir jetzt zum kleinen Haus. Da hat der Uropa mit dem Opa, also mein Papa, haben sie da immer Holz aus dem Wald rausgeholt. Josef, gehen wir mal weiter, oder? Soll uns der Gehen wir Opa die weiter. Sache zeigen? Bin ich schon gespannt. Das auch noch nicht gesehen. Was? Fall nicht rein. Ja, so haben sie das Holz gestapelt. Ja. Und das haben sie was angetragen alt, wahrscheinlich. Ja, da haben sie was. Und Einen da alten haben sie Stadel es- abgetragen. Da habt ihr es dann reingezogen, oder? Nein. Von draußen weg. Draußen weg. Warte mal. Mit solchen Anhängern sind wir gefahren. Ja, Wahnsinn. Ja. Da war die Sage, schau, die elektrische. Vor dir, wo das rote Wandel oben ist. Und da ist es dann gekürzt worden, das Holz. Ja. Und dann haben ist sie es rausgegangen. Auf 4 Meter abgeschnitten. Ja? 4 Meter. Und da ist dann, sind die Lahn rausgegangen. Ich glaube schon, dass das gefährlich war. Aber da hat's das nicht so mit Er der hat- Arbeiterkammer Er hat es gegeben. überlebt, ja genau. So. Ich bin 41 geboren Ja. und in den 50er Jahren, da war ich 8, 9, 10 Jahre Okay. oder dann 15 schon. Für einen Jungen ist das eine Gaudi auch. Traktor fahren und solche Sachen. Das Ja. war ja ein Erlebnis. Siehst du, mein Gatter gestartet, hast diese Maschine gestartet. Wind zum Zugaberziehen, da werde ich. Ja, aber für große Leute ist das nicht gemacht. He? Ja. Ja. Du hast die Gangschalter. Ja, genau. Ja. Gekauft, sind bearbeitet worden und das Bretter wieder verkauft worden. Und unten haben wir ja nur das Kurhaus. Ja, 1928, da war ein Zimmer mit ohne Fließwasser, weißt du, und vis-à-vis das Fischlhaus. Ja, das Fischei. Ja. Fischlhaus. Ja. Genau. Das war noch ein Bauernhaus, jetzt haben sie es ja angerissen und umgebaut auch, ne? Ja. Haben wir's. Aber du hast ja daheim, glaube ich, auch noch ein super Büdel vom alten Haus. Ja, Fischlhaus Ja. haben wir noch.